Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches und schnelles Rezept für eine Kartoffelpfanne mit Spargel, Brokkoli und Speck. Dafür als erstes eine große Zwiebel abziehen und fein hacken. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem kleinen Schuss Öl erhitzen, dann Zwiebeln und 100 Gramm gewürfelten Speck dazugeben und jetzt für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden anbraten. Währenddessen können wir die Kartoffeln in mundgerechte Würfel schneiden. Ich habe hier 750 Gramm kleine Kartoffeln bzw. Drillinge verwendet. Die könnt ihr in der Regel einfach waschen und dann mit Schale verwenden. Die Kartoffeln anschließend zu der Zwiebel-Speck-Mischung in die Pfanne geben, einmal gut umrühren und kurz mit anbraten. Danach kommen die restlichen Zutaten dazu: eine gepresste Knoblauchzehe, außerdem eine sehr gute Prise Salz, 200 Milliliter Sahne und zum Schluss noch 400 Milliliter Milch dazu gießen. Alles einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können. Zum Kochen bringen und bei mittlerer Hitze für 8 bis 10 Minuten sanft köcheln lassen, bis die Soße etwas andickt und die Kartoffeln nahezu gar sind. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um die restlichen Zutaten. 500 Gramm Spargel schälen und in 3 bis 4 cm große Stücke schneiden und außerdem einen kleinen Kopf Brokkoli in Röschen teilen. Die Kartoffeln zwischendurch immer mal wieder umrühren und anschließend Spargel und Brokkoli in die Pfanne geben. Das Gemüse einmal kurz unter die Kartoffeln rühren und jetzt mit geschlossenem Deckel für weitere 4 bis 5 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Ab und zu umrühren und so lange weiter köcheln lassen, bis das Gemüse die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Zum Schluss die Kartoffelpfanne noch mit etwas Muskatnuss, frisch gemahlenem Pfeffer und Salz abschmecken. Ein letztes Mal gut umrühren und dann können wir servieren. Die Kartoffelpfanne mit Spargel, Brokkoli und Speck. Zum Schluss mit gehackter Petersilie garnieren, anschließend auf Tellern verteilen und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.